Hallo, ich bin Claudia und heute mache ich eine wunderbare herbstliche Bratapfelmarmelade, damit wir für den Winter direkt richtig was Leckeres zum Schmausen haben. Im Moment muss ich hier relativ häufig, also eigentlich jeden Tag Nüsse sammeln, weil die natürlich nicht alle auf einmal vom Baum fallen. Und sie dürfen auch nicht zu lange im Gras liegen, weil sie sonst zu viel Feuchtigkeit kriegen und nachher schimmeln können. Also tägliche Sportübung. Und jetzt nehme ich ein paar von denen, die schon seit ein paar Tagen hier liegen, weil die sind nämlich schon ein bisschen trockener als die anderen. So. Wunderbar. Und hier unten habe ich noch meine letzten Äpfel hier aus dem Garten aufgesammelt. Davon nehme ich mir jetzt auch, ich glaube, die sind ganz schön. Und dann geht es ab in die Küche. Und jetzt habe ich alle Zutaten an einem Platz und kann direkt loslegen. Die Zutaten, die ich dafür brauche, sind die Äpfel aus dem Garten. Ungefähr 800 Gramm werden das sein. Dann die wunderbaren Walnüsse. Die habe ich hier dann schon mal geknackt. Das sind ungefähr 50, 60 Gramm. Dann geht es weiter zum Gewürz, was den Bratapfel bzw. die Bratapfelkonfitüre erst so richtig zur Bratapfelkonfitüre macht. Das ist ein Teelöffel Zimt und ein bisschen Muskat. Eine Zitrone, ein bisschen Ingwer dazu, Gelierzucker. Ich nehme immer 2:1 oder 3:1. Ich mag es nicht so gerne so super süß. Ich habe lieber noch die Frucht, die man so richtig gut schmeckt. Dann gibt es die Rosinen. Kann man dazu tun, muss man nicht. Ich nehme sie aber, nicht jeder mag unbedingt Rosinen. Also deswegen, das ist tatsächlich eure Entscheidung. Einen total köstlichen regionalen Apfelsaft, direkt hier aus der Gegend, also um die Ecke. Der Honig auch vom Markt und auch vom kleinen Honigmann um die Ecke. Also im Prinzip ist sowieso alles, was ihr hier seht, entweder aus dem Garten oder regional rund um unseren Kirchturm hier. Ich habe mich ja übrigens für Walnüsse entschieden in der Bratapfelmarmelade. Viele nehmen Mandeln, aber da ich ja gerade hier im Périgord bin und hier die absolute Walnussregion ist, nehme ich natürlich Walnüsse. Schmecken noch viel besser als mit den Mandeln. So, die jetzt einfach mal grob hacken. Ich habe die vorhin schon geknackt, damit ihr mir nicht beim Knacken noch zugucken müsst. Und jetzt werden die hier grob gehakt, weil ich die gleich mit dem Honig karamellisieren werde. Das duftet. Ich probiere mal ein Stück. Das ist schon was anderes als die gekauften. So ganz frisch vom Baum und selbst gesammelt. Die gehackten Nüsse werde ich jetzt hier erstmal so ein bisschen anrösten. Wenn ich jetzt hier einen habe ich. So, rösten wir ein bisschen an und dann mache ich so nach Gefühl ein bisschen Honig drauf und karamellisiere die. So, es duftet schon wahnsinnig und die Nüsse werden auch schon ein wenig braun und sie sollen ja nicht schwarz werden. Deswegen mache ich jetzt den Honig dazu. So. Also ein Löffel Honig. Und dann nehme ich noch einen. So. Ja, das sieht doch schon mal toll aus.
ein bisschen Wasser dazu. Und jetzt warten, dass es ein bisschen karamellisiert. Aber das tut es schon, wie man sieht. Sagen, das können wir so lassen. Die Äpfel habe ich in der Zwischenzeit geschält, vom Kerngehäuse befreit und dann mit der Zitrone, den Zitronensaft drüber gegeben und in so, ja, würde man sagen, so halber Zentimeter mal ein halber Zentimeter in Würfel geschnitten. Kommen jetzt hier in den Topf. Und werden jetzt gleich mit einem Schuss Apfelsaft, den ich noch dazu gebe, noch der Teelöffel Zimt und ein bisschen Muskat, nicht zu viel, alles gut verrühren und warten, bis es kocht. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Ingwer rein. Das ist ein Bio-Ingwer, deswegen muss ich den nicht schälen und mache jetzt einfach hier so 2 Ecken ab. Die schmeiße ich hier mit rein, dann kann ich die nachher nämlich auch einfach wieder rausfischen. So. Das duftet schon sehr, sehr nach Bratapfel. Nochmal Deckel drauf und noch ein bisschen einkochen. Das sieht hier schon super aus. Wie ihr seht, die Äpfel sind schon, zerfallen schon ganz schön. Jetzt hole ich hier die 2 Ingwerstücke wieder raus. Es wird ansonsten einfach zu intensiv. Und jetzt kommt der Pürierstab zum Einsatz. So. So, es darf stückig bleiben. Und jetzt wird nochmal mit dem Gelierzucker alles aufgekocht. Das koche ich jetzt ein bisschen weiter auf. Die Rosinen mache ich auch schon mit rein. Ich finde, ihr müsst zugeben, das sieht schon ziemlich bratapfelig aus. Es riecht auch sehr bratapfelig. So, das muss jetzt noch aufkochen. Und zwischendrin schon immer in dem Topf ein bisschen rühren. Das sieht jetzt hier von der Konsistenz schon eigentlich genauso aus, wie ich es haben möchte. Wir haben es jetzt, ich würde es zwischen 3 und 5 Minuten kochen lassen. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Man sieht es auch an den Blasen. Wenn die Blasen nicht mehr ganz so schnell sich bewegen, wenn das Ganze hier oben ein bisschen ruhiger wird, und das sieht man schon, wie die Blasen hochgehen, dass es schon richtig schön eingedickt ist. Dann können wir eigentlich schon fast ans Abfüllen gehen, aber es müssen ja noch meine Nüsse rein. Und zum guten Schluss kommen jetzt noch meine karamellisierten Walnüsse dazu, was den absoluten Pep zum Schluss gibt.
Meine Einmachgläser habe ich schon vorbereitet. Die habe ich 5 Minuten in kochendem Wasser ausgekocht. Ebenso die Deckel, damit alle Sporen abgetötet werden und die Marmelade richtig lange haltbar wird oder ist. Die Marmelade ist übrigens keine Marmelade, sondern die ist ja eine Konfitüre, weil Marmeladen sind ja nur Aufstriche, die aus Zitrusfrüchten gemacht werden. Aber irgendwie hat sich so eingebürgert, dass man fast immer zu einem Marmelade sagt. Also deswegen, wir haben hier eine wunderbare Bratapfel-Konfitüren-Marmelade. Und jetzt fülle ich die Gläser ab. Ach so, ja, ich kann natürlich empfehlen, einen Trichter zu nehmen. Erstens habt ihr es leichter. Zweitens bleiben die Ränder sauber, was auch wichtig ist für die Haltbarkeit. Und jetzt schraube ich die Gläser zu. Das sollte möglichst schnell geschehen. Und das ist wunderbar. Hier muss ich den Rand noch sauber machen. Da müsst ihr wirklich drauf achten, weil wenn nachher der Deckel nicht richtig schließt, nur weil der am Rand noch ein wenig Konfitüre oder Marmelade ist, wäre das sehr, sehr schade. So. Und was sagt ihr dazu? Probiert ihr Bratapfelkonfitüre aus? Ich hoffe schon, weil es ist wirklich eine Geschmacksexplosion. Ich finde es übrigens auch ein wunderbares Geschenk. Entweder Geburtstagsgeschenk, jetzt kommt die Zeit bald des Wichtelns, oder als Weihnachtsgeschenk. Da freut sich, glaube ich, jeder drüber. Also, was Selbstgemachtes ist immer das Beste zum Verschenken und was man dann auch noch essen kann. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch inspirieren und freue mich aufs nächste Mal. Eure Miss Gliss.